kriege ich denn raus, ob ich jetzt ein Mensch bin oder nicht? Also was würdest du sagen, unterscheidet uns denn jetzt vielleicht? Oder bin ich vielleicht auch ein Hybrid und weiß es gerade gar nicht? Ja, Und könnte auch sein. das kann sein. Ja, die wenigsten Hybride wissen, dass sie das sind. Man müsste in dem Moment anfangen, eine Art Fragenkatalog zu machen, Hm. da Hybride ein paar, ich sag mal, Superskills haben, Hm. ein paar mehr Fähigkeiten haben, Hm. zum Beispiel die Fähigkeit der Telepathie. Hm. Aber nachdem nicht aufgeklärt wird, wie man telepathisch ist und was telepathische Informationen sind, und die meisten denken, sie hören Stimmen in ihrem Kopf Hm. oder sie hören Gedanken, aber Telepathie ist viel mehr. Telepathie ist energetisches Auslesen von Informationsfeldern. Und Hm. dann kommt es auch noch dazu, dass es verschiedene Hybride gibt. Also nicht nur, sage ich mal, Mensch plus Hybrid irgendwas, sondern Mensch mit Reptil zum Beispiel, werden Kingo genannt. Oder Mensch mit Tall Whites, mit Plejaden, mit Theta, mit anderen menschlichen Spezies. Und je nachdem, was rein hybridisiert wird, mit dem Menschen verbunden wird, mit dem Erdenmenschen verbunden wird, ist es entsprechend auch ein anderer Bewusstseinstouch dahinter. Zum Beispiel die Reptilien-Mensch-Hybriden sind sehr, sehr dunkel. Hm. Und man merkt es immer, dass sie, sag ich mal, so eine sehr schmerzhafte Aura um sich herum Hm. haben, weil invasives Verhalten permanent im Hm. Trigger ist. Und diese Menschen sind auch Hybride, aber einfach für die eher negative Fraktion. Das heißt, sie sind Portale für allerlei niedere Astralwesen, explizit Reptiloide. Auch davon gibt es unzählige hier auf diesem Planeten. Und dann gibt es auch plejadische Hybride, Theta-Hybride, Yael-Hybride. Besonders die Kinder, die Kristallkinder sind, sind Yael-Hybride hier auf Hm. diesem Planeten. Man erkennt sie zum Beispiel auch an etwas größeren Augen, an ihrer extremen hohen Empathie. Man kann auch sagen, ein Touch von Autismus ist Hm. in den Hochfrequenz Hm. Hm. Hybriden drin. Man muss halt hier gucken, verstehen, dass es viele Spezies gibt, unzählige Spezies, wie es Sterne am Himmel gibt, Hm. die hier ihr Bewusstsein hineinbringen. Und bei mir ist es hier in diesem Fall Mensch plus eine Version der zukünftigen Menschen, die sich manchmal auch Seta nennen, und Pleiadi. Hm. Und wenn man zum Beispiel weiß, wie die Plejaden aussehen, sieht man das auch in meinem Gesicht. Zum Hm. Beispiel die kleinen Ohren, Hm. die viel kleiner sind als normal, die Augen, die hier an der Seite abflachen, Hm. die schmalen Augenbrauen, diese ganze Gesichtskontur, auch die Art und Weise, wie meine Glieder sind und wie es aufgebaut ist, merkt man die Hybridisierung. Aber das Problem ist, hier auf der Erde wird so wenig echte Information weitergegeben über ETs, sodass es schwer ist, überhaupt für einen Menschen zu erkennen an Hm. den physischen Merkmalen, das ist jetzt ein Hybrid. Hm. In der Regel, sag ich mal, sind die Hybride, die mit hochfrequenten Sternzivilisationen verbunden sind, oft sehr feingliedrig, zum Beispiel sehr, sehr lange, dünne Finger und habe einen super guten Stoffwechsel. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr gute Figur, Hm. die nicht irgendwie schwammig, Hm. quallig ist oder Hm. anderes. Aber es heißt nicht, dass das so sein muss, weil auch die Anteile mit einspielen. Wie viel habe ich von der Sternengenetik in ein Wesen rein hybridisiert? Also es ist wirklich schwer zu erkennen für das Individuum, das jetzt wissen möchte, auf dem Moment, bin ich ein Hybrid oder Hm. nicht. Hm. Weil es kommt darauf an, welche Spezies hinein hybridisiert wurde. Und dann kann es auch sein, und darüber kläre ich auch immer wieder auf, dass der Mensch als Mensch geboren zum Beispiel beginnt mit dem Erhöhen des Bewusstseins, sich selbst zu hybridisieren. Heißt, in dem Moment, wenn der Mensch beginnt, sich zu erinnern, Hm. dass er auf anderen Planeten lebt, und zwar nicht nur, weil irgendjemand ihm das gesagt hat oder weil es schön klingt, sondern wirklich manifeste Erinnerungen. Sprich, man beginnt zu sein, wie die Inkarnation auf einem anderen Planeten, Hm. beginnt das Sein in diesem Menschen präsent zu werden und die Hybridisierung beginnt. Also in dem Moment könnte man sogar auch bei einem Menschen feststellen, dass dort Sternengenetik aktiv ist. Und genauso kann zum Beispiel ein Mensch, der sich an andere Leben erinnert, zum Beispiel auf einmal erinnert er sich, dass er viele Leben in Japan hat, ist Hm. aber ein Europäer. Könnte man zum Beispiel feststellen, dass von diesem Moment, wenn die Erinnerung kommt, und nicht nur dieses, ach, ich habe mal in Japan gelebt, sondern wirkliche Erinnerungsfragmente kommen, dass auf einmal in der Genetik, in dem DNA-Test auf einmal japanische Ursprünge sichtbar Hm. werden.
Und das kann in einem genetischen Test passieren, der vor 5 Jahren abgegeben wurde, weil zum Beispiel dieses Ancestry macht oder diese Hm. ganzen anderen DNA-Tests. Da würde dann auf einmal erscheinen, ah, in dem DNA-Bild hat sich auf einmal Japan aktiviert oder Indien oder was Hm. auch immer. Der Mensch sieht noch ähnlich aus, aber in der Genetik zu kleinen Anteilen beginnt sich das zu aktivieren, selbst in einer Genetik, weil es gibt keinen Raum und Zeit letzten Endes für Energie, beginnt dann die Genetik etwas Neues zu zeigen, was Hm. sich reflektiert direkt, selbst wenn die Genetik vor 10 Jahren abgegeben wurde. Das nennt man auch Quantenverschränkung. Hm. Und so solche Phänomene passieren jetzt gerade immer mehr also hier in unserer Zivilisation, Ja. dass auf einmal genetische Codes sich ändern, sowohl auf menschlicher Ebene als auch, dass auf einmal Genetik dazukommt, die man von den Sternen hat. Nur das Problem ist, das erscheint nicht bei Ancestry, weil diese Genetik einfach nicht in der Datenbank drin Hm. ist. Aber es gibt, sage ich mal, Fraktionen auf dieser Erde. Das nennt sich Deep State oder das Kabal, die Elite. Ich finde es eigentlich nicht, für mich fühlt es sich nicht stimmig an, sie Elite zu nennen, Hm. weil das würde sie höher setzen. Aus Hm. meiner Perspektive sind sie nicht das. Denn Hm. sie haben vielleicht ein größeres Bewusstsein, aber sie unterdrücken die Menschen, weshalb ich sie nicht über mich stelle und sie Elite nenne. Ich nenne sie dann eher Kabal oder Deep State, Hm. weil sie nämlich sehr wohl von ihren Taten unter also unter den Menschen stehen. Wer Hm. andere missbraucht, steht definitiv nicht über denen, die er Hm. missbraucht, sondern in vielerlei Hinsicht unter ihnen. Hm. Aber das ist kurz so random. Auf jeden Fall, diese Fraktionen haben die Möglichkeit zu erkennen, welcher Hybrid wer ist Hm. und ob eine Person ein Starseed ist oder nicht, und zwar anhand der Frequenz. Hm. Sie können vielleicht nicht sagen, wie viel Anteile von DNA in den Personen aktiv ist, aber Sie können anhand von Messgeräten, die interessanterweise in wunderbaren Apple-Devices eingebaut ist, in den Kameras, Hm. können Sie das Aurafeld lesen und Hm. erkennen, wo sind die Starseeds, wo sind die Hybride, weil die Aura eine andere ist.